Hallo Berlin! Geht's euch gut? Habt ihr Spaß? Haben wir Lust? Gefreut's uns? Ich sag's euch, wie es ist, ich hab gar keine Lust, aber kaum kommen die ersten Homosexuellen, wird's wieder lustig. Ich bin Ikone, Legende und Sensation Miss Ivanka D und mein Game-Changing-Moment war auf jeden Fall, als ich entdeckt habe, dass Drag nicht nur Leben verändern, sondern auch retten kann. Einerseits bin ich Miss Ivanka D aus Österreich und andererseits bin ich Niklas van Schwarzdorn, ein kleiner, schüchterner, homosexueller Fotograf aus dem Land und jetzt in Berlin lebend. Meine Pronomen sind immer unterschiedlich, je nachdem, ob ich gerade in Drag bin oder nicht. Und arbeite hauptberuflich als Entertainer, Content Creator, Podcaster, Partyveranstalter, Drag Queen und You have the budget, I have the talent. Mein Game-Changing Moment war auf jeden Fall für mich zu entdecken, dass Miss Ivanka D ein Charakter ist, den ich nutzen kann dafür, um all die Dinge zu tun, die Niklas früher sich nicht getraut hat zu tun. Und auf jeden Fall auch zu lernen, dass es okay ist, auch mal nicht den Normen entsprechen zu müssen. Ich glaube, Miss Ivanka D ist schon gerne in your face. Und Miss Ivanka D sagt gerne provokative Dinge, aber immer mit dem Hintergedanken, meine eigene Community voranzutreiben. Und ich habe kein Problem damit, Leute vor den Kopf zu stoßen. Absolut nicht. Ich habe kein Problem damit, Leute out zu callen. Und ich glaube, ich bin gern polarisierend. I love that. Ich meine, ich habe das Gefühl, alleine meine Anwesenheit polarisiert teilweise schon, nur weil ich roten Nagellack trage. Es reicht schon. Hallo. Hi. Hi, Schatz. Hi, Schatz. Schön, dich zu sehen. Ja. Hallo meine Lieben zum 15. Super Smackdown! Oh mein Gott, hallo! Ich bin ja eine lyrische, ich bin ja aus dem Land der DichterInnen und DenkerInnen und habe tatsächlich einfach ein Gedicht geschrieben. Gedauert hat es lang genug, der LGBTQ-Einzug. In alle deutschen Wohnzimmer, wir sind jetzt hier und gehen auch nimmer. Wenn Klaus, Hassan oder Stefan sehen, dass wir sind alle Schwestern und Claudia, Karin und die Bertha wollen lachen immer härter, wenn sie uns jetzt im Fernsehen erblicken und nicht nur die Heten wie die andauernd wenn sie lachen lauter denn je und merken, Drag tut niemand weh, wenn sie sehen, wir wollen doch alle nur glücklich leben und nicht auf der Straße bekommen eine kleben. Denn immer noch ist es ein Schock, wenn die Heten sehen einen Mann im Rock. Doch umso öfter sie das sehen, lernen auch die es zu verstehen, dass nicht die Kleidung macht eine Person, denn die Musik kommt immer noch vom Ton. Was am Ende noch wichtig ist zu sagen, und dies sollt ihr gern in die Welt hinaustragen, das macht die Kinder nicht zu Homos, nur zu offenen, toleranten, netten, höflichen, stylischen, geilen Mitbürgerinnen unserer Gesellschaft. Bis 1994 stand Homosexualität noch unter Strafe in Deutschland. Es gibt Paragraphen, die damals in Gesetzen waren, die uns verboten haben, schwul zu sein oder auch Sex miteinander zu haben. Das heißt, einerseits gab es früher ganz andere Möglichkeiten und wir haben heute die Möglichkeit, viel offener damit umgehen zu können. Danke Social Media, I guess. Danke Repräsentation und danke Visibility, weil ohne das wären wir, glaube ich, nicht so weit gekommen, wo wir jetzt sind. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar, dass wir zum Beispiel die Pride haben. Happy Pride! Pride ist eine Demonstration, wo eine Transfrau und eine Drag Queen of Color einen Stein geworfen haben vor einer Bar, die sich Stonewall Inn nannte, wo PolizistInnen versucht haben, andauernd diese Bar zu belagern, Leute festzunehmen, sie zu kriminalisieren, einfach ihnen nicht die Erlaubnis zu geben, sein zu dürfen, wie sie sind. Und irgendwann hatten die Leute keine Lust mehr drauf.
sind auf die Straße gegangen und haben die sogenannten Stonewall Riots gestartet, wo protestiert wurde gegen Polizeigewalt, gegen Diskriminierung, für Vielfalt. Und daraufhin feiern wir jetzt jedes Jahr den sogenannten Christopher Street Day und auch Pride, um denen zu gedenken, die vor uns waren und die dafür gekämpft haben, dass wir da sind, wo wir jetzt heute sind und dass wir auf die Straße gehen können und uns so zeigen können, wie wir das heute tun. Es gibt auch heute noch Sachen, für die wir kämpfen müssen, so ist es nicht. Und ich habe das Gefühl, es wird auch gerade wieder schlimmer. Und deswegen ist es gerade umso wichtiger, dieses Jahr auf die Straße zu gehen und zu sagen, hey, Pride ist nicht nur eine Party, sondern immer noch ein Protest. Und wir sollten nicht vergessen, dass es nicht so lange her ist, da waren diese Paraden nicht unbedingt Spaß, sondern da waren diese Paraden ein Kampf für Rechte. Ich komme aus dem wunderschönen kleinen Leonding in Oberösterreich, 30 Minuten von der tschechischen und 40 Minuten von der deutschen Grenze entfernt. Sehr ländlich, aber trotzdem auch 10 Minuten entfernt von der wunderschönen Landeshauptstadt Linz. Ich glaube, was ich am meisten vermisse an Österreich, ist diese Mischung aus, in 10 Minuten ist man in der Stadt und hier sind wir wirklich umgeben von Grün. Grün ist für mich die Farbe der Steiermark, Grün ist für mich Urlaub und Grün ist für mich Wein. Guter Wein. Ding, ding, ding! Oh mein Gott, und jetzt stehst du vor der Tür. Hallo Junior! Hallo. Oh, Servus! du bist das größte Geschenk jetzt. Boah, Mutter, jetzt brauchen wir wirklich nicht, das ist ein bisschen drüber. Du Niklas! bist richtig im Travel-Look heute. Ich bin im Travel-Look, ja? Sehr schön ist das. Schau, und das ist der Vater. Der Vater der Ikone. Mein Vater war Journalist, Radiomoderator und Fernsehmoderator und am Ende ein eher höheres Tier beim österreichischen Rundfunk und hat früher ganz viel moderiert, ist immer herumgereist in ganz Oberösterreich, ganz Österreich und ich bin immer dabei gewesen. Der war auf Tour und hat dann Sachen moderiert und ich stand dann irgendwie schon mit ihm auf der Bühne und ich habe es irgendwie immer so geliebt, im Mittelpunkt zu stehen, aber ich glaube auch, weil ich das bei ihm gesehen habe und mir gedacht habe, oh, ich kann das so viel besser. Glaubst du, dass meine Karriere schon sehr viel davon abhängig geworden ist, dass ich dich immer auf Bühnen gesehen habe und auch im Mittelpunkt und in der Aufmerksamkeit? Nein, glaube ich nicht. Du warst an sich der Typ, der in den Mittelpunkt wollte und der auch dorthin gepasst hat. Also, Findest du? Ja. Das hast du immer geschafft, auch unter Kindern. Das ist die Mutter, das ist die Erika. Willst du kurz sagen, warum du so eine Aufmerksamkeitsgeile geworden bist? Ich bin nicht aufmerksam geil, überhaupt nicht, aber ich glaube, dass du aufmerksam geil bist Ja. und das immer warst. Ich glaube, einen Vater zu haben, der Moderator ist beim Radio und beim Fernsehen und eine Mutter, die, weiß ich nicht, sehr laut werden kann und sehr viel redet vor allem, hat schon dafür sehr gesorgt, dass ich jetzt geworden bin, wer bin. Meine Kindheit war sehr traditionell geprägt. Ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich war bei den Pfadfindern. Mein Großvater war Jäger und hatte eine Fleischerei. Meine Mutter ist streng christlich aufgezogen worden. Aber gleichzeitig war es auch eine sehr freie Kindheit. Ich durfte eigentlich immer das tun, was ich wollte. Ich bin immer schon mit Mädchen herumgelaufen. Ich hatte immer schon Spaß, mit Sachen zu spielen, die vielleicht nicht unbedingt meinem Geschlecht zuzuordnen waren. Aber ich durfte auch immer mit Barbies spielen. Ich durfte immer alles machen. Es schaut mittlerweile alles anders aus als früher, als ich das Haus verlassen habe. Es ist auf jeden Fall, man merkt, dass ich weg bin. Aber es hängen, also was ich schön finde, ist, es hängen halt überall jetzt so meine Erinnerungen. Das zum Beispiel, das habe ich gemalt. Ich habe früher mal so eine Phase gehabt, wo ich dachte, ich bin abstrakter Künstler. Hat nicht ganz funktioniert, aber man merkt auf jeden Fall die Psyche einer Person, die schon sehr viel Farbe im Kopf hatte. Überall hängen die eigentlich. Und ich finde das eigentlich voll schön, dass meine Eltern das überall aufgehängt haben. Das zum Beispiel, das habe ich für meine Mutter zum Geburtstag mal gemalt. Das ist eigentlich lange her. Ich habe ein Magazin gemacht und mache es immer noch ab und zu. Das ist hart. Und das haben meine Eltern hier alle zu Hause. Alle Ausgaben, die ich jemals gemacht habe, sind hier. Das war so der Start meiner Fotografiekarriere. Auch von meiner Drag-Karriere. Ich glaube, mein Magazin hat mich sehr, sehr inspiriert, mehr Queerness auszuprobieren. Die 2 Bilder beschreiben eigentlich Miss Ivanka T., wie sie heute lebt. Perfekt. Tradition und ein bisschen Dress-up. Immer ein bisschen übertrieben. Die Lederhose, aber dann auch diese knallroten Schuhe mit der Feder auf dem Kopf, sodass jeder sieht, hier bin ich.
Kann man sich eine schönere Kindheit vorstellen als mit Garten, Wasser, Bauernhof nebenbei, Eltern, die einen alles machen lassen und der Möglichkeit, dann irgendwann nach Berlin abzuhauen? Ich nicht. Das ist meine Erinnerungskiste in meinem Zimmer. Das sind meine ganzen Erinnerungen an meine Jugend drin. Und da ist Markus. Mein Gott, Markus Mitterlehner und ich in Uniform beim Militär. Ich finde, wir schauen durchaus sexy aus. Ich finde, das sind doch Leute, die ich gern als Repräsentanten eines Landes sehen würde. Ich sag's, es ist. Ist das schön, dich zu sehen? Das ist schön was, ja. Wiedervereinigung. Das ist die wahre Wiedervereinigung, die Deutschland und Österreich gebraucht hätte. Markus Mitterlehner ist eine Ikone, eine Person, die ich gern in meinem Leben gehabt hätte, als ich nicht wusste, wer ich bin und als ich herausfinden musste, wer ich bin. Und es ist auf jeden Fall eine Person, der ich mich gern schon früher geöffnet hätte, weil ich weiß, dass er mir sehr geholfen hätte dabei. Du hast dich wirklich gar nicht so arg verändert. Look at me, I lost my eyebrows, bin 10 Kilo schwerer und weiß auch nicht, was passiert ist. Aber ja. You look fabulous. Oh. Glaubst du, sind wir schwuler geworden als früher? Richtig. Die schauen uns alle an und denken, was machen die Homos da? Was machen die Homos am Lande? Also ich war mit ihm beim Militär und er kommt auch aus Oberösterreich und er hat auch Geige gespielt, so wie ich. Oh, ich finde es so schade, wir hatten nie die Möglichkeit, uns während dem Militär einander so zu öffnen, weil wir beide, glaube ich, zu viel Angst davor gehabt haben. Würdest du da wieder herziehen? Das ist eine sehr gute Oder Frage. nach Österreich? Ist das ein Thema für Ich dich? habe so lange überlegt, dass ich, also jetzt wirklich vor kurzem erst, dass ich eigentlich Berlin durchgespielt habe. Ich würde sofort nach Österreich ziehen. Ich vermisse es eigentlich jeden Tag. Ich glaube, deswegen habe ich so einen Patriotismus entwickelt, wo ich in Österreich T-Shirts herumlaufe und mir einen Raum deswegen gestaltet habe. Nur mit Österreich-Sachen. Es ist vollgestopft mit lauter so Andenken. Zum Beispiel, das ist die Pöstlingbergkirche, die ich auch tätowiert habe. Das ist ein Magnet aus Innsbruck. Sissi ist überall. Ich bin der größte Fan von Sissi und habe überall Sachen hängen, die an sie erinnern. Ich habe, glaube ich, 10 Kuckucksuhren in diesem Raum alleine. Und jedes Mal, wenn ich in Österreich bin, im Haus von meinem Großvater, wo circa alles so aussieht, nehme ich immer mindestens eine Sache mit. Das ist mein absolutes Lieblingsteil. Gruß aus den Bergen. Genau dort möchte ich mal wohnen. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist mein Haus dann. Da gehe ich in die Kirche. Da ist der See, wo ich immer nackt baden gehe mit meinem Harem an Männern. Und die 3 sind meine besten Freunde. Es erfüllt mich so irgendwie auch voller Stolz, das alles für mich so neu interpretiert zu haben und meine eigene Version von Heimat kreiert zu haben. Ich glaube, wir wohnen in einer Zeit, Ja. wo wir durchaus hier leben könnten. Die Leute würden vielleicht nur deppert schauen, aber das wär's dann. Weißt du, Mann? Die sind ja auch alle mit uns aufgewachsen in einer Zeit, wo Schwulsein und Homosexualität nur in schlechten Witzen vorkommen ist oder kein Thema war. Drum war es auch es geht ja denen nicht anders als uns. Ja, aber ich glaube, es ist Hoffnung, oder? Ciao, hat mich gefreut. Mich hat's Bitte, Ich wünsche dir, melde dich. Wenn ich in Berlin bin, darf ich mich auch melden. Ja, komm vorbei. Wirklich? Ja? Vorbei. Ich wünsche dir ganz viele Kühe und viel erfolgreiche Ernte. Ich hoffe, Getreide gibt es diesmal viel. Irgendwie sowas. Ja, genau. So, das sagt man Gutes also. Getreide, gut. Komm, wir verkaufen das einfach so. Gut. Tschüss, Und jetzt Baba. tschüss, Baba. Wo ist Erika? Ach da. Hallo. Ich bin ein sehr stolzer Sohn, weil ich weiß, dass meine Mutter sicher von ihrer Familie aus nie wirklich die Möglichkeit gehabt hat, das auszuleben, was sie jetzt auslebt. Und es freut mich sehr zu sehen, dass sie jetzt das alles machen darf, was sie sich früher nie getraut hat. Sie wollte sich immer die Haare färben. Und ich weiß noch, sie wollte immer so einen kecken Kurzhaarschnitt oder eine verrückte Brille tragen. Und sie hat sich das nie getraut. Aber jetzt mittlerweile ist sie so eine richtige Fag-Hag, also so eine Schwulmutti geworden. Sie hat lauter homosexuelle junge Männer als Freunde. Sie liebt es, sie blüht richtig auf. Sorry, da werde ich so ein bisschen emotional.
ich glaube halt einfach, dass es nicht leicht war, einfach in Oberösterreich aufzuwachsen und so einen Plan vom Leben zu haben, aber zu wissen, dass man den nie wirklich verfolgen darf, weil es einfach immer noch Leute gibt, die sagen, wer man zu sein hat und vor allem, wer man als Frau zu sein hat. Und ich bin sehr stolz, dass sie an einem Punkt jetzt ist, wo sie Leuten, die zum Beispiel mich nicht mögen oder die einfach das, was ich tue, hassen aus einem Grund, den man nicht verstehen kann, dass sie zu denen auch sagt, fuck you. Ich glaube, dass sie schwer damit umgehen können, weil ich bin ja auch erst hineingewachsen. Und wenn man Hintergründe nicht kennt, dann kann man das nicht beurteilen. Ja, aber erklärst du es ihnen? Ich erkläre es ihnen natürlich schon, ja. Ich schicke ihnen immer wieder Bilder von dir. Machst du? Natürlich mache ich das, weil es mir ja gefällt. Und ich finde ja, ich kann ja stolz drauf sein. Und ich meine, Bist du stolz drauf? Ich bin stolz drauf, ja. Allein, was du kannst. Ja. Für mich ist das absolut ein Können, ja. Ich und meine Mutter hatten alles durch. Weißt du, also wir hatten sehr viel Streit durch. Wir haben uns teilweise richtig angeschrien. Ich glaube aber, weil wir uns gegenseitig auch nicht verstanden haben. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir uns sehr respektieren. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Aber manchmal ist es ein bisschen schwer, mit meiner Mutter so intensive Gespräche zu führen, weil sie sehr viele Fragen stellt und sehr wenig zuhört manchmal. Aber ich glaube, tief drinnen wissen wir, dass wir uns sehr lieben und dass wir uns brauchen, aber auch, dass wir uns nicht zu viel sehen sollten. Nicht nur, dass du dich schminken kannst, sondern ich finde auch, dass du toll performst. Du hast so viele Talente, muss ich sagen. Ich frage mich, woher du die hast. Ja, du kannst dich nicht nur schminken, du kannst dich bewegen. Du kannst, du kannst performen, das muss man auch sagen. Ja, und du liebst die Bühne. Ja. Ich glaube, ich habe mich erzogen zu einer Rampensau. Ich weiß nicht, also ich sicher nicht. Durch den Vater. Aber dein Vater, ja, ist sicher dein Vater war eine Rampensau, der ist auf Bühnen gestanden. Und ich glaube, daher hast du das auch. Ja. Es ist so eine Kombination, glaube ich, eigentlich. Ich glaube, meine Schminke passt, oder? Fehlt noch was? Lippenstift. Sieht super aus. Oh, meine Mutter hat bei meinem Bild kommentiert. Oh. Alles, was ich poste, kommentiert sie. Gestern habe ich eine Wig gepostet, eine Human Hair Wig. Sie hat einfach nur auf die Story geantwortet, Gott, wie hässlich. Wann ich Make-up trage, fühle ich mich fucking unbesiegbar. Niemand kann mir irgendwas. Ivanka hat ihr Make-up komplett selbst gelernt, also das mache ich alles selbst und ich bin auch, glaube ich, sehr stolz darauf, wie sie aussieht. Wigs würde ich sagen, ich design die Wigs mit, aber ich habe eine Person, die mir die dann macht. Und Outfits ist so ein Mischmasch aus Vintage, Upcycling, selber gemacht, gekauft, geschenkt und eigentlich, also Ivanka hat keinen richtigen Look. Ich glaube, wenn ich sie mit 3 Wörtern beschreiben müsste, ist sie stunning, Österreich und Sex. Drag ist mein Leben, Drag ist my therapist und Drag ist die Möglichkeit, die Person sein zu können, die ich bin. Und Drag saved my life. Drag war immer schon die Möglichkeit für mich, das tun zu können, was ich möchte und auch dafür gefeiert zu werden und auf Bühnen zu stehen. Und ich glaube, Drag hat mir einfach einen Sinn gegeben. Also ich finde immer, ich führe 2 Leben. Ich habe dieses Berliner Stadtleben, dieses Drag, diese Kunstform und dann habe ich diese wirklich traditionsbewusste Art und Weise, die ich so sehr verfolge in Österreich. Und ich finde es irgendwie total interessant, das zum ersten Mal so zu kombinieren. Ich war schon öfters hier und habe Drag gemacht zu Hause, aber ich war noch nie draußen. Und ich habe ein Kleid, das habe ich für 30 € auf eBay von einer Freundin bekommen. Und das ist so ein bisschen ein Sissi-Kleid. Und ich habe sogar Sissi tätowiert. Wir müssen sie kurz hier zeigen, weil ich Riesenfan bin, ich weiß nicht warum, von österreichischen Traditionen. Und weil ich die für mich so neu interpretiere. Und deswegen habe ich einfach wirklich mega Lust, mich so richtig kaiserlich in meine Kindheit zurückzubegeben. Und als die Prinzessin, die immer schon in mir geschlummert hat, zurückzukommen in diese Bahn, in der ich, glaube ich, seit 25 Jahren bin. Seit 25 Jahren, jedes Jahr bin ich dort. Und morgen bin ich zum ersten Mal als Miss Ivanka T dort. Und sie wird wahrscheinlich das Zepter in die Hand nehmen und durchführen durch die Märchenwelt. Und das ist alles, was sie jemals wollte. Mutter, wo bist du? Mutter! Ich bin hier, Schneewittchen, Ivanka. Sehr gut, kommen Sie.
gerade sagen, ja, du als Vegetarier beißt jetzt in die Wurst. Meine Lieblingskirche ist gerade hinter mir und das ist die Pöstlingbergkirche. Ich fand es immer toll, wie groß das ist und wie gold und wie prunkvoll. Und ich glaube, das hat sehr meinen Drag inspiriert, weil ich finde, mein Drag ist genauso drüber. Oberösterreich ist ein super kleines Bundesland und hat nicht viel Platz für Diversität, ist geprägt von älteren, weißen Männern, die glauben, dass sie immer noch eine gewisse Art und Weise von Macht über alle anderen Minderheiten ausüben müssen. Und Berlin hat, glaube ich, mittlerweile begriffen, dass es ein gemeinsames Leben gibt, das wirklich schön sein kann und wo alle miteinander existieren und gleiche Berechtigung auf ein glückliches Leben haben. Und deswegen glaube ich, dass hier einfach mehr Leute verstehen, wer ich bin. Ich sage immer gern, Berlin war die beste Entscheidung meines Lebens. Ist so. Also ohne Berlin wäre ich jetzt nicht erstens so selbstsicher, zweitens so selbstbewusst, drittens erfolgreich. Und Berlin für mich ist auf jeden Fall auch eine Stadt, in der man seine Träume verwirklichen kann, aber auch sehr schnell abrutschen kann und nach 3 Jahren aufwacht und sich denkt, wow, was ist jetzt eigentlich passiert? Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man in Berlin nicht vergisst, warum man eigentlich da ist. Weil es gibt so viele Möglichkeiten und du kannst dauernd herumlaufen und du kannst dauernd alles machen. Und wenn du immer die Möglichkeit hast, gerade als eine Person, die vom Land kommt, die eigentlich nie die Möglichkeit hatte, dann vergisst man schnell, warum man eigentlich wirklich da ist. Also man sollte das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Ich habe bei einer TV-Show letztes Jahr gesagt, mein Ziel ist es, die bekannteste Drag Queen der Welt zu werden. Alles in meinem Leben dreht sich darum, dass ich queer bin und dass ich Drag mache und dass ich sichtbar bin und dass ich halt entertaine. Holt euch ein Ticket, ihr könnt den ganzen Tag zu den anderen Bands gehen und schaut dann Gag live. Ich meine, es wird der Wahnsinn. Ist doch geil. Wir sind ein Full Drag, wir werden live podcasten, wir werden lustig sein, wir werden es mitführen, wir werden es dann aufzeichnen. Das ist, ihr könnt uns eure Fragen dort stellen, wir werden das alles beantworten, Q&A und so weiter. Und damit würde ich sagen, hoch die Hände, Wochenende. Sie ist einer dieser Zugvögel, der jeden Winter von dannen zieht. Miss Ivanka T. Und er ist wie so ein Kolibri, schwebte wahnsinnig schnell durch die Lüfte, wahnsinnig selten und auch wahnsinnig nervig. Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast, ist ein Meisterwerk queerer Kultur und an Schamlosigkeit nicht zu übertreffen. Wir haben Gag gestartet vor 4 Jahren aus einer Sucht nach Reden. Robin habe ich vor 7 Jahren kennengelernt. Ich glaube, Robin ist auch ein queeres Vorbild für mich, aber das darf ich ihm nie sagen, weil dann fühlt er sich zu sehr. Aber ich glaube, er ist es schon, weil Robin auch so absolut keine Angst davor hat, er selbst zu sein. Und das bewundere ich sehr. Und Gag ist eigentlich eine Symbiose aus einem wahnsinnig schwulen Kaffeekranz und einer Welt, die immer noch sehr geprägt ist von Massenmedien, Cancel Culture und Hass. Und Gag ist die eine Stunde in der Woche, die uns die Möglichkeit gibt, über alles zu reden und Leute zu inspirieren, dies auch zu tun. Die Leute, die uns seit 4 Jahren begleiten, haben, glaube ich, alle Ups and Downs, alle Highlights und Lowlights unseres Lebens mitbekommen. Und ich glaube, wir waren immer ehrlich. Wir haben uns immer sehr, sehr viel entblößt vor unserer Hörerschaft. Das stimmt. Und wir haben euch vor allem auch immer mitgenommen. Und jetzt können sich vielleicht schon ein paar von euch denken, worauf das hier heute hinausläuft. Denn wir wollen euch natürlich weiterhin mitnehmen, aber nicht mehr auf diesem Wege. Wir möchten euch hier heute auf die Reise mitnehmen, die nach diesem Projekt entsteht und hoffentlich auch genauso wachsen wird. Und müssen euch heute mitteilen, dass nach 4 Jahren Gag aufhört. Oh mein Gott, ich krieg richtig Gänsehaut. Natürlich bin ich traurig darüber. Das war wirklich eine tolle Zeit, aber ich glaube, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich entscheiden muss, ob man seine Freundschaft so ein bisschen schweifen lässt oder ob man weiterhin
nur der Karriere nachgeht. Und ich glaube, wir haben einfach gemerkt, dass unsere Freundschaft ein bisschen darunter gelitten hat, dass wir nur mehr so als berufliches Duo gesehen worden sind. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese tollen 4 Jahre hatte. Und ich bin sehr dankbar, dass ich wöchentlich diese Therapiestunde erleben durfte. Aber ich hoffe, dass wir die Therapiestunde jetzt ohne Mikrofon weiterhin jede Woche durchführen. Und nicht mehr dabei auch so das Gefühl haben, dauernd entertainen zu müssen. Ich werde schon sehr vermissen. I will. Ich bin gerade in einer offenen Beziehung mit einem Pole-Tänzer, den ich kennengelernt habe in Drag. Wir waren bei einem Drag-Wettbewerb und ich war Teilnehmerin und er war in der Jury. Und er hat mich direkt rausgeschmissen und ich dachte, okay, wenn mich dieser wahnsinnig gut aussehende sexy Tänzer rausvotet, dann schlafe ich wenigstens mit ihm. And that's what I did and the rest is history. Er ist Weltmeister und er ist Psychologe im Master und versteht mich sehr gut. Und er akzeptiert mich so, wie ich bin. Goddammit, mein Gott. Früher dachte ich immer, ich werde nie jemanden finden, der Miss Ivanka T akzeptiert und toleriert. Aber irgendwie, das tut der. Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Miss Ivanka T verlost Gästeliste für die Femtop am Samstag, 1 Jahr Geburtstagsfeier. Beware, it's gonna be a queer space. Ich schreibe Fem und ihr schreibt Top. Fem! 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 Sorry. Wenn ich daran denke, was ich noch erreichen möchte, ist einfach weiterhin so glücklich zu sein, wie ich es jetzt gerade bin. Weil ich glaube, ich war noch nie so glücklich wie jetzt in diesem Moment und in dieser Zeit. Und auch wenn es manchmal so ein bisschen viel wird und wenn man manchmal nicht die Möglichkeit hat, sich an allem so zu erfreuen, bin ich doch sehr dankbar für die ganzen Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Und deswegen glaube ich, mein Ziel wäre weiterhin einfach, mein Leben so zu genießen, wie ich es jetzt gerade tue. Und nicht zu vergessen, wo ich herkomme. Mit einem großen Danke, dass ihr da seid. Wir haben 1 Jahr lang diese fucking Party und I couldn't be happier. Look, ich habe noch nie so eine freie Crowd gesehen wie ihr heute. I mean, look at you, you're fucking gorgeous. Und ihr alle seid der Grund, warum ich heute hier bin, lächle und eine wunderschöne Zeit habe. Und das war's von eurer Ikonenlegende und Sensation Miss Ivanka T. Danke fürs Zusehen. Ihr Lieben, jetzt kaufen wir alle einen neuen Primer von NYX Professional Make-up, denn er riecht nach Marshmallows. Perfekt für den Sommer. Ihr werdet weniger schwitzen und dann haut ihr euch noch Puder in die Fresse, denn ihr werdet sonst sehr glänzen bei der Parade, wo ihr auf der Straße demonstriert für eure Rechte, auch wenn ihr nicht queer seid, denn dann nennt man euch Ally. Und damit sage ich hoch dir eine Wochenende, Bussi Baba und tschüss. Und wenn euch diese Doku gefallen hat, dann schaut doch gerne mal bei Ricarda vorbei, die mit ihrem Podcast Busenfreundin endlich in einer Gesellschaft, die noch viel zu wenig Sichtbarkeit hat, für die neue lesbische Sichtbarkeit sorgt. Oder hier bei Julina Mennen, die eine Woche auf Gran Canaria verbracht hat und dabei sehr viele neue Facetten an sich selber entdeckt hat.